Okay, also einen schönen Tag nochmal und wie gesagt, es geht jetzt hier um die Integration von dem Omnis JavaScript Remote Forms in WordPress. Also WordPress ist eben ein weltweit sehr weit verbreitetes System, da sage ich noch ein paar Facts dazu. Ich weiß es nicht, weil es geht in meinem Vortrag auch um ein paar Internas von WordPress, das heißt, wer hier hat schon mal was mit WordPress gemacht oder? Okay. Gut, also das heißt, wenn Dinge unklar sind, soweit es also im Zeitrahmen ist, dann werde ich das so gut es geht also erklären, also wenn es dann um Funktionsweisen von WordPress geht. Ja, dann noch ein paar Fakten zu WordPress selber. Das gibt es also auch schon mittlerweile seit einer ganzen Reihe von Jahren. Also die erste Version ist 2004 erschienen. Es ist also Open Source, wobei dahinter steht also nicht nur eine Community, sondern eben auch eine Firma, Automatic nennt es sich, die also das ganze System wartet und pflegt und das also auch vorantreibt. Die Ursprünge von WordPress waren eigentlich ein Blog, also System, also für Webblogs. Nur hat sich das eben dann relativ schnell eben ausgeweitet in seiner Funktionalität, dass es also mittlerweile eben als vollwertiges CMS Content Management System eben gesehen werden kann. Und das stützt sich oder das spiegelt sich eben auch in sagen wir, den Statistiken, den Marktanteil wieder. Also bei den CMS-gestützten Websites hat also laut Statistika.com WordPress mittlerweile einen weltweiten Marktanteil von etwa 60%. Und also andere ebenfalls relativ oder bekannte CMS-Systeme wie eben Joomla, Magento oder Typo 3, die kommen also dann mit weitem Abstand dahinter. Also Joomla hat zum Beispiel, das ist das darauffolgende System, also vom Marktanteil her hat also derzeit 6,2%. Und von den Websites insgesamt, die also online sind derzeit, eben auch wieder laut Statistika.com, machen also da die WordPress getriebenen oder getriebenen Websites etwa 30% aus. Das heißt also, das ist also ein dann nicht zu vernachlässigender Faktor da im Webgeschehen. Die aktuelle Version ist 4.9.5, wobei also das System gut gepflegt ist und auch relativ häufig Updates erscheinen. Hier nochmal, weil auf dieser Seite hat es einfach besser gepasst als auf die vorgehende, hier nochmal eben die Verteilung der Marktanteile bei den CMS-Systemen, wie gesagt, ganz oben mit 60,1% WordPress, dann Joomla 60%, Drupal, dann Typo 3, also was also in Deutschland relativ populär noch ist also mit 1,4% unter ferner Liefen. Ein paar technische Facts zu WordPress. Entwickelt ist das Ganze also mit PHP oder geschrieben mit PHP, aktuell wird aber Version 7 verwendet oder vorausgesetzt. Dann die Datenbank ist MySQL Version 5.6 oder höher. Es ist auch möglich, also mit ein paar Änderungen, Modifikationen, das zum Beispiel auch mit einem Microsoft SQL-Server zu betreiben, oder es gab da mal eine Initiative in die Richtung. Ich habe es mal getestet, es ging so, lalala, aber ich habe es dann also nicht weiter verfolgt. Also, MySQL installieren und los geht's. Die Plattform, auf der es läuft, also alle momentan maßgeblichen, eben Linux als Serverplattform, Windows natürlich und eben auch Macintosh, also alles, wo eben PHP, MySQL drauf läuft. Als Webserver kann man eben verwenden Apache, IIS, Tomcat und was sonst noch auf dem Markt ist. Ja, die Vorteile von WordPress sind also
einige, also sagen wir die häufigsten, die also auch sicher zu seiner Verteilung beitragen, sind also wirklich die einfache Installation, also auch wer also sich jetzt nicht großartig mit Webentwicklung und sonstigen auskennt, also einfach ein How-To durchlesen und dann meinetwegen XAMPP, das sind also so diese Packages, also mit MySQL, PHP, Webserver out of the box und da dann mit WordPress rein installieren. Also es ist wirklich in kürzester Zeit hat man da also eine eigene WordPress-Webseite am Laufen und kann also damit loslegen. Irgendwelche Programmierkenntnisse, sei es PHP, HTML, CSS, ist also nicht notwendig. Hilft aber, sagen wir gerade dann, wenn man die ganze Geschichte doch etwas feintunen will und irgendwann, je nachdem, nach Anforderung, kommt sehr schnell der Punkt, wo man also dann als Entwickler gerade sagt, na, da kann man doch irgendwas drehen, aber es geht auch ohne. Ja, dann auch einer der großen Vorteile, wo man sich also auch an WordPress orientieren kann, ist, dass es also wirklich eine riesige Anwender- und Entwickler-Community hat. Also diverseste Webseiten, Blogs, How-Tos und dann eben die eigene, also die WordPress.org und eben die deutsche WordPress-Webseite www.org. Also bei Problemen hier werden Sie geholfen. Dann gibt es außerdem, also empfinde ich auch als sehr positiv, eine umfangreiche, gut strukturierte Dokumentation, die also auch natürlich ständig online abrufbar ist, sowohl eben zu WordPress selbst als auch zu PHP. Das heißt, also kann man sich also relativ schnell dann in beides einarbeiten. Und wie gesagt, also über Themes, das ist so ein WordPress-eigener Topic, das ist so ein, ja, eine Designvorlage. Dann gibt es also sehr viele freie, also kostenlose, als auch manche eben professionelle, die also dann für ein paar Euro zu haben sind, oder US-Dollar normalerweise, kann man also dann da so ein Layout rüberstülpen und dann eben weitermachen. Ja, weitere Vorteile von WordPress sind, es gibt also da ein Plugin-Konzept und über solche Plugins ist also WordPress in seiner Funktionalität fast beliebig erweiterbar. Da gibt es also fast nichts, was es mehr gibt. Und ich habe also am 12.05., das war jetzt am Samstag oder Sonntag, habe ich da mal nachgeguckt auf der WordPress-Plugin-Seite. Da waren also zu der Zeit 55.319 Plugins verfügbar. Davon natürlich sehr viele, die also die gleiche Funktionalität abdecken. Da fällt schon mal einiges weg, aber es bleibt immer noch also einiges an Substanz über. Also es gibt praktisch nichts, was es nicht gibt, und die WordPress selbst sind auch praktisch alle diese Plugins kostenlos. Von vielen gibt es also die Arbeit nach dem Freemium-Konzept, das heißt also die Basisversion ist kostenlos und dann gibt es eben noch ein paar Special Functions, Sonderfunktionen. Das sind natürlich logischerweise meistens diejenigen, die man gerade braucht. Da muss man dann also halt ein paar Euro oder Dollar eben drauflegen und dann kriegt man die eben. Aber das hält sich also alles wirklich im Rahmen. Und wie gesagt, wenn man schon ein bisschen Ahnung von Programmierung an sich und der Materie hat, dann kann man vieles auch, wo man also dann hier mal da 10 Dollar und da 15 ein bisschen PHP-Programmierung dann auch selber erledigen. Ja, dann das ganze Programmiermodell von WordPress, eben basierend auf PHP, ist also recht stringent, eben auch weitestgehend objektorientiert oder also in diesen Ansätzen. PHP an und für sich von seinen Anfängen her war mehr eine Skriptsprache, also prozedural orientiert. Mittlerweile hat es also auch ganz gute objektorientierte Ansätze, die dann eben in WordPress auch weiter verfolgt werden. Dann hat WordPress eben ein recht umfangreiches API, das also dann eben auch von außen genutzt werden kann oder eben innerhalb einer WordPress-Anwendung. Und was ich also auch ganz praktisch ist oder was ich als relativ angenehm empfunden habe,
ist, dass also in WordPress, also im Code selber, eine recht strikte Trennung zwischen eben Oberfläche, Funktionalität und Datenbank vorhanden ist. Das heißt also, man wird ganz selten in die Verlegenheit kommen, also, dass man also direkt in WordPress via PHP irgendwie eine Datenbank direkt mit einem Select-Insert-Update manipulieren muss, solange man sich also innerhalb der Programmparadigma bewegt. Das ist alles recht schön gekapselt, was also dann auch die Entwicklung, sagen wir, erleichtert und schneller macht. Dann, wie gesagt, Erweiterbarkeit, einfach und gut, aber über die schon erwähnten Plugins. B ist also dann, nachdem man sich etwas eingearbeitet hat, also auch die Integration von eigenem Code, also gut dokumentiert, nicht weiter schwer. Dann hat das Ganze, obwohl bei jedem Seitenaufruf, man muss ja eben immer dieses ganze HTTP-Modell, jeden Browser ruft was ab und dann werkelt im Hintergrund eben der Webserver, der PHP-Interpreter und nur die ganzen Plugins und was alles eben dann so verbunden ist durch, macht x Datenbankabfragen und da passiert sehr viel. Die ganze Geschichte ist aber trotzdem recht performant. Unter Windows muss ich sagen, also im Vergleich zu einem Linux-Server nicht so doll, aber es geht. Aber auf einem, sagen wir, dedizierten Server hat man also da eine sehr gute Performance. Gut, dann wie gesagt, gibt es auch eine ganze Reihe von Updates oder häufige Updates, Sicherheitsupdates, Funktionsupdates etc., die also dann auch mehr oder weniger automatisch installiert werden können. Das funktioniert auch, muss man sich auch keine großen Gedanken zu machen. Also auch etwas, was also dann zu der großen Verbreitung beiträgt. Klar, WordPress hat auch Grenzen, weil das liegt also ja an dem Konzept, das hinter WordPress steckt. Das ist also A, eben ein Blog oder ein erweitertes Blogsystem oder dann eben Content-Management-System, das eben eine Philosophie hat, die eben heißt, es gibt Beiträge, es gibt Seiten, es gibt Kommentare und solche Dinge, die also dann auf einer Seite erlaubt werden können oder die da dargestellt werden können. Und es werden automatisch Übersichten von Seiten oder dann Archive von Beiträgen generiert und so weiter. Aber das ist letzten Endes so ja, das Gerüst, auf dem die ganze Geschichte aufbaut. Das heißt im Umkehrschluss, dass also eben WordPress sowohl vom Datenmodell als auch vom API her nicht unbedingt oder eigentlich nicht für jetzt klassische ERP-Anwendungen, Datenbankanwendungen, also in dem Sinn, wie man es jetzt als Applikations- oder ERP-Entwickler oder als Omnis-Entwickler versteht, nicht unbedingt so gut geeignet ist. Es gibt zwar dann auch wieder eine Reihe von Plugins, die also so in diese Richtung gehen, ist allerdings dann etwas, wo man sagt, naja, also das ist schon ja, etwas aufgesetzt. Also das Konzept der ganzen Geschichte schon mit UI irgendwie in eine bestimmte Richtung umgebogen. Also ich würde es nicht empfehlen, jetzt da irgendwie meine ERP-Anwendung drauf zu bauen. Dann auch die ganze Usability, also eben das Bedienungskonzept, das ist eben auf eine Webseite orientiert und nicht eben auf eine klassische ERP-Anwendung. Das heißt also eine WordPress-ERP-Anwendung, die also dann meinetwegen zur Bestellverwaltung und sonst was, also jetzt dient, ist in der Richtung eigentlich immer mehr ein Kompromiss. Also gut, Ausnahmen sind jetzt, klar, muss ich sagen, Shop-Systeme, weil da gibt es also sehr, sehr gute für WordPress, also namentlich zwei mit der X-Plugins dazu. Das eine ist also WooCommerce, das auch von Automatic stammt und vertrieben wird, also der Firma, der hinter WordPress steckt. Das andere ist Easy Digital Downloads, wie eben der Name schon sagt, also eben für digitale Downloads, das heißt also für den Trieb von also nicht materiellen Gütern, also jetzt eben Software, die eben heruntergeladen werden kann oder Stock-Images, solche Dinge. Das funktioniert sehr gut. So, dann natürlich Sicherheit. Klar, also auch unter
den Webserver absichert, abhärtet und so weiter, ist und bleibt WordPress eben immer eine Webanwendung mit all den auch Schwachstellen oder potenziellen Schwachstellen, die so eine Webanwendung hat, also in Bezug auf die Sicherheit, plus eben, wenn man dann für dies hier ein Plugin, für dies da ein Plugin und dann auch noch ein Plugin, und diese Plugins kommen meistens von sehr kleinen, bekannten Entwicklern, die irgendwo auf der Welt sitzen, und es guckt kaum einer jemals in dem PHP-Code wirklich nach, was tun die wirklich und also wie sicher sind die, ne? Und muss man also auch etwas mit Vorsicht genießen. Dann, das ist eine Geschichte, die also gerade in der Entwicklung von großen professionellen Webseiten bei mir etwas aufstößt oder aufgestoßen hat, ist, dass also WordPress nach wie vor keine native Out-of-the-Box-Unterstützung von Mehrsprachigkeit bietet. Auch dafür gibt es natürlich wieder eine ganze Reihe von Plugins, also WP, DME oder Multi, und gibt es 3 oder 4, die ich ausprobiert habe, die funktionieren alle ganz gut, aber es ist halt wie gesagt also eine irgendwo nicht organische Erweiterung, und wenn man sich eben, wenn man heute schon mal kurz drüber redet, auf eins dieser Plugins festlegt, weil das greift dann natürlich auch in die Datenbankstruktur ein und modifiziert sie, dann ist man also mehr oder weniger auf die Gedeih und Verderb auf dieses Multilingual Plugin festgelegt, weil wenn man das wieder deinstalliert und man hat dann Deutsch, Englisch, Spanisch, französische Einträge drin, dann sieht die Webseite plötzlich ganz anders aus. Ne? Also, möchte man eigentlich nicht sehen. Gut. Und deswegen bietet sich eigentlich jetzt also dann gerade in diesem Rahmen an, dass man sagt, ja, okay, jetzt haben wir also hier ein System Omnis, das also eben gerade für die Applikationsentwicklung dann natürlich auch im Web, im Datenbank etc. sehr gut geeignet ist. Wie kann man das Ganze also miteinander in Verbindung bringen, wie kann man das verheiraten und wie können also dann beide Systeme auch miteinander kommunizieren. Und da gibt es eben mehrere Möglichkeiten, die ich jetzt einfach der Reihe mal nach so exemplarisch zeigen will. Das heißt also, was ich hier zeige, sind also das ist ein Proof of Concept, also das sind jetzt keine fertigen Anwendungen, das ist eben mehr so Schubs in die Richtung, okay, so könnte es gehen, damit man also sich das vorstellen kann. So, eine Möglichkeit oder die Integration von Omnis Remote Forms in WordPress gibt es also die Integration der Omnis-Seite, also des Omnis-Templates, innerhalb dessen ja dann also der Omnis JavaScript aufgerufen wird, kann man machen eben über einen iFrame-Tag. Also iFrame ist praktisch also ein Tag innerhalb von HTML, wo dann sozusagen ein ganz anderer Inhalt geladen wird, der auch von irgendwo anders herkommen kann. Es hat verschiedene Vorteile, Nachteile, die ich dann also noch ansprechen werde. Die technischen Möglichkeiten, so ein Plugin, so ein iFrame in die WordPress-Seite reinzukriegen, gibt es also grob gesagt 4. Einmal, ich verwende auch ein Plugin, das mir also dann so ein iFrame darstellt. Dann kann ich es also direkt in der WordPress-Seite hardcoden. Ich kann es dann also jetzt über das User-Interface von WordPress, oder ich kann auch direkt in den PHP-Bereich einer Seite reingehen und es da editieren. Das Ergebnis ist jeweils mehr oder weniger das gleiche, mit kleinen Unterschieden, zeige ich dann noch. Eins ist dann bei iFrames noch zu erwähnen, dass sie eben oftmals oder als Sicherheitsrisiko gesehen werden, gerade wegen also doch recht häufigen Cross-Site-Scripting-Angriffen einmal geblockt werden von Firewalls. Das Cross-Site-Scripting ist also grob gesagt, also in dem iFrame eben dann praktisch externer Code, potenziell Schadcode, also dann nachgeladen eingeschmuggelt wird, der dann versucht aus dem iFrame auf den Code der ihn umgebenden Elternseite zuzugreifen und solche Dinge. Das, sagen wir mal, kann man vermeiden oder die Auslösung von irgendwelchen Sicherheitsmechanismen in Firewalls kann man dadurch vermeiden, dass eben
die WordPress-Anwendung, also praktisch die URL der WordPress-Anwendung und die URL, also der Omnis-Anwendung, die da eingebettet ist in diesem iFrame, dass die also aus der gleichen Domäne sind oder die gleiche IP-Adresse. Weil ganz schön, also erst einmal viel weniger Alarmglocken. Dann das nächste ist Vorteile iFrame-Variante gegenüber der direkten Einbettung in eine WordPress-Seite. Das folgende, das kann ich jetzt einfach mal hier kurz zeigen. Schalte mal um. Irgendwie erkennt das Ding das hier. Dass hier ein Beamer dran hängt. Das heißt, in zweiter Bildschirm, das ist Überschrift. Bitte? Eigentlich in zweiter Bildschirm, das ist Überschrift. Ah, so, okay. Dann beruhige ich mal. Das ist einfach drüber. Die Maus war eben schon kurz da. Nein. Der vergrößert das auch noch maximal. Dafür können wir uns Ja, allerdings. Ja. Gut, ich glaube, das, was ich zeigen will, sieht man hier, weil das ist also der Beginn jetzt der Seite, die also dann den Omnis JavaScript Client darstellen, und damit er eben laufen kann innerhalb eben eines Browsers, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Das heißt, es müssen halt eine ganze Reihe von eben CSS-Dateien, also die hier, und dann eben 3 mindestens JavaScript-Dateien vorher eben referenziert oder geladen werden, auf die sich dann also der JavaScript-Client dann beim Betrieb eben bezieht. Und wenn ich also dann den JavaScript-Client direkt in einer WordPress-Seite integrieren will, dann muss ich natürlich diese ganzen Voraussetzungen in der WordPress-Seite auch schaffen, was also eben auch konfliktträchtig ist. Darauf kommen wir auch noch. Ja. Unterstützung. Okay, das heißt, die erste Variante, die erste Variante ist eben, ich verwende ein Plugin. Und da gibt es auch eine ganze Reihe, also auf meine erste Suche hin hat es da also 5, 6 Plugin für iFrame-Darstellungen gegeben, die man also einbinden kann. Ich habe mich dann eben entschieden für eben eins, das genauso heißt, nämlich iFrame. Kann man also hier bei WordPress-Plugins herunterladen, und die ganze Funktionalität von dem Teil besteht darin, dass es also über einen Shortcode arbeitet. Shortcodes in WordPress, das sind also Befehlsfolgen, die also in eckigen Klammern eingeschlossen sind, die man also dann direkt in den Editor von WordPress, in den Seiteneditor, also dann eingeben kann. Das ist also der Bereich, wo man also, jetzt mal was sehen.
Ne. Das war es auch nicht. Also irgendwie macht das Ding wahnsinnig. Tut mir leid. Das heißt, ich füge also hier eben so einen Shortcode ein, der halt ein paar Parameter hat, eben HTTP, die URL eben jetzt da oben eine Seite, dann eben wie der Frame heißen soll und so weiter. Und dann eben finde ich hier eben in meiner WordPress-Seite, die ich also hier vorbereitet habe, dann eben den entsprechenden Aufruf der Form. Jetzt mal hier hin und gehen wir auf diese Seite. Das heißt also, das ist jetzt eben die WordPress-Seite, die ich da vorbereitet habe, und dann eben die Seite, die das Plugin benutzt. Wenn ich also jetzt hier auf den Editor-Modus umschalte, dann sehe ich eben genau das hier. Und du hast jetzt zum Beispiel eingestellt, dass die Breite 100% ist. Ja, das steht da drin. Ja. Ja, und jetzt ist das Plugin oder beziehungsweise dein Omnis-Code. Und die JavaScript-Seite, die würde ja dann auch, kannst du dann dementsprechend auch anpassen. Ich nehme an, dass die genauso den Responsive-Einstellungen folgt. Ja. Ja, also nachdem es ein iFrame ist, heißt das natürlich nichts bezüglich der responsive Einstellungen, also der WordPress-Seite, sondern das findet also praktisch innerhalb des iFrames statt. Aber da hast du ja trotzdem, aber da interessiert sich ja, das ist ja auch das, was ich eigentlich beeinflussen will. Ja, genau. Da geht es. Oder auf die Breite reagiert es ja jetzt. Das Beispiel, das du gerade hattest, das hat das nicht berücksichtigt. Ne, also wenn es hier heißt with 100%. Genau, jetzt hier ja, aber jetzt die Anwendung selber. Weil wir haben das eben gesehen im Code, wenn du jetzt mal auf die Seite gehst, da ist jetzt zum Beispiel die Felder, die sind hier jetzt, sagen wir mal, links limitiert, da ist ja rechts noch ganz viel White Space. Nee, also das sind schon die 100%, weil nämlich das Layout von diesem Theme hier rechts noch einen Bereich für eben eine Sidebar vorsieht. Das heißt, das ist also da ist jetzt zwar keine dargestellt, das ist aber ausgespart. Das heißt, die nutzbare Breite in diesem Theme ist eben von hier bis in etwa hier. Okay. Und jetzt eben der Code, der eben da praktisch verwendet wird, um den Omnis JavaScript Client darzustellen, der sieht eben so aus. Und zwar, das ist eben das, was jetzt eben da verwendet wird, dürfte also jeder hier kennen, dass man eben jetzt den eigenen Omnis Server anspricht, der da im Hintergrund läuft, welche Library, welcher Fork und so weiter da verwendet wird. Also das ist mal, sagen wir, die einfachste Variante des Ganzen. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit, das einzubinden, und zwar jetzt also über dass ich also eine sogenannte Template-Page verwende. Das sieht jetzt eigentlich erstmal genauso aus. Nur der Unterschied liegt darin, wenn ich jetzt also darauf gehe, auf Seite bearbeiten, dann sehe ich also jetzt nur hier diesen Text, also den ich da hier unten sehe, aber nichts, was auf den Omnis Client hinweist. Wie habe ich den Code da reingekriegt? Das geht also relativ einfach. Und zwar, indem ich eine Template-Seite erstelle, innerhalb jetzt meines WordPress-Themes, die nennt sich Omnis JS Client HTML, und die liegt dann eben in dem, praktisch, das ist jetzt das Root, ein Dateisystem meines Themes, und da habe ich jetzt dann eben eine Seite, die nennt sich eben Page Omnis Client HTML, das heißt also der Name Page, der ist also vorgegeben, oder den muss die Seite haben, damit sie eben von WordPress als Page Template erkannt wird. Und
dann kann ich eben in dieser Seite, machen wir es, dann kann ich schlicht und einfach hier im gemischten Code, also das ist eben zum Teil PHP und dann eben wieder rein HTML, kann ich eben genau diese Zeile dann hier einstreuen und dann wird also, der Vorteil ist, in jeder Seite, die ich also in WordPress definiere, auf Basis dieser Template-Seite habe ich dann die Darstellung eben von meinem Omnis JavaScript Client und mit den entsprechenden Inhalten, die ich da angegeben habe, also eben die Class und eben dann Library. Nur das Ganze ist nach wie vor etwas statisch, das heißt, ich will die ganze Geschichte natürlich etwas konfigurierbarer machen. Das heißt, dann gehe ich einen Schritt weiter und gehe dann also zu einer Seite, die sich also jetzt hier PHP and Template Page. Das heißt, hier im Editor habe ich also wieder reinen Text, nur eben so als Füller. Und als Template habe ich diesmal Omnis WordPress Client PHP. Und das ist eben wieder eine Seite, die ich also hier habe. Man erkennt, dass also der Template-Name da oben als Kommentar steht. Das heißt also daran erkennt WordPress, wie das Template heißt. Und hier habe ich jetzt da einen Block PHP-Code eingefügt, der also dann ein paar Variablen definiert, dann zum Beispiel die URL, dann die Form, also die Remote Form, die aufgerufen werden soll, RF-Demo und dann bastel ich das entsprechend zusammen und übergebe auch noch mit der Funktion getID, weil jede Seite in WordPress, also jeder Blogbeitrag, jede statische Seite hat eine eigene ID in der Datenbank zugewiesen. Und mit der Funktion getID kann ich das also auslesen und übergebe das Ganze dann eben an den iFrame und füge dann eben an den iFrame-Aufruf eben noch, also praktisch die Source dazu, dass also dann das Ganze eben so eine HTTP-Query ist, wo ich also dann nicht nur jetzt in Omnis JavaScript Client aufrufe, sondern dann 1, 2, 3 benutzerdefinierte Parameter übergeben kann. Sieht man das oder? Ich hab's. Also davon gehe ich jetzt mal super schwer aus. Ich habe aber schon geschrieben. Genau, also hier sieht man es. Hier sieht man es auch nicht besser, aber eben in den Printouts dann wird man das. Das heißt, und dann muss ich natürlich noch dafür sorgen, dass also dann in der Omnis-Seite, also wo also dann der Client aufgerufen wird, dass also dann eben diese Parameter noch ausgewertet werden. Das heißt, ich muss also dann ein paar Schritte oder ein paar Modifikationen an dieser Seite machen. Das erste ist, es gibt also hier den Body Unload Befehl, der normalerweise direkt den Omnis JavaScript Client initialisiert. Allerdings findet das in dem Fall etwas zu früh statt. Das heißt, ich muss den also jetzt erstmal umleiten auf jetzt von mir definierte Funktion. Die habe ich also init.js Client genannt. Die ist hier unten und in dieser Funktion werden also erst die Funktion
getParam-Value aufgerufen, die hier, das heißt, wo ich also dann die HTTP-Query-Values aufrufen kann, das heißt, welche Seite soll angezeigt werden, welche Parameter werden übergeben. Und nachdem das dann eben Omnis dann hier in den Query-Parametern und eben hier in diesem Data-Post-ID und data-param2 übergeben wurde, dann wird also erst hier unten der eigentliche Befehl ausgeführt, jOmnis-onload, wo also dann der JavaScript-Client initialisiert wird. Das heißt, das führt dann dazu, dass ich jetzt auf Seite Ansehen gehe, dass mir also jetzt in diesem Feld WP Post ID wird mir jetzt also die eindeutige ID dieser umgehenden WordPress-Seite angezeigt, die ich also mit der Funktion getID erhalten habe. Und dann hat also meine Omnis-Anwendung im Hintergrund, also wo Omnis praktisch als Applikationsserver läuft, da habe ich also eine Verbindung zur WordPress-Datenbank aufgebaut. Wenn ich jetzt eben hier auf Get-WP-Data klicke, dann verbindet sich oder ist schon verbunden Omnis mit eben der WordPress-Datenbank und liest jetzt eben den Inhalt der Seite aus. Das heißt, genau dieser Text, der da steht, den kann ich jetzt also auslesen oder ich kann ihn auch editieren. Das ist also jetzt eine Möglichkeit. Dann, das waren jetzt so die verschiedenen Varianten, wie man also das über ein iFrame in Omnis, in WordPress kriegt, dann eben hier noch kurz eben die Integration des Omnis-Codes direkt in WordPress. Wie gesagt, da sind also einige Fallstricke dabei, das heißt also WordPress selber verwendet schon jQuery, also für sich selbst. Der Omnis JavaScript Client verwendet auch jQuery, eine eigene Version, wobei man gar nicht immer sicher sein kann, also welche jetzt gerade welche ist und welche die aktuellste. Das heißt also im schönsten Fall hat man also jetzt zwei verschiedene jQuery-Versionen eingebunden. Sollte man eigentlich gar nicht machen oder man entscheidet sich für eine, dann kann es aber sein, je nachdem welche man wählt, ist es halt entweder für WordPress die falsche oder für Omnis die falsche. Also dieser Zwickmühle bekommt man eben über den iFrame, weil da findet man halt nur die jQuery ein, die mit Omnis mitgeliefert ist, also in dem HTML-Verzeichnis. Dann ist man also aus dem Konflikt schon mal raus. Das nächste ist eben, dass Omnis oder der Omnis JavaScript Client eben einige CSS-Dateien einbindet, die eben für die Layout-Gestaltung und so weiter zuständig sind. Da kann es natürlich auch passieren, dass also dann WordPress selber oder eins der zahlreichen Plugins, die man sicher verwenden wird, dann auch konkurrierende CSS-Definitionen hat, die sich dann auch in die Quere kommen und dass man dann am Schluss eben ein relativ uneinheitliches oder unbeabsichtigtes Aussehen der Seite hat. Man kann dem natürlich, sagen wir mal, programmtechnisch entgegenwirken, indem man also dann Code einbaut, der also dann zum Beispiel hier über die Funktion if is-page template, da kann ich also abfragen, auf welchen Template die Seite beruht, die gerade dargestellt wird, und wenn die also dann der Omnis, also der Seite entspricht, wo Omnis dargestellt wird, dann kann ich das CSS einbinden, ansonsten eben nicht. Also, aber optimal ist es nicht, das heißt, also ich würde es eben nicht empfehlen. Dann nochmal aus Sicherheitsaspekten, habe ich anfangs schon angesprochen, URL und Domains. Es sollten also auf keinen Fall vollkommen unterschiedliche Domains oder IPs-Bereiche verwendet werden. Also das heißt, also die WordPress-Seite ist www.mycompany.com und die Omnis-Anwendung, also praktisch der URL des iFrames, ist dann www.irgendein-anderes.com, ne? Weil das ist also klassisch Cross-Site-Scripting, wo also dann schon auf die Firewalls, also einfach deswegen, es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von eben Stateful Inspection Firewalls, also auf sowas mit Alarm reagieren, das trocken ist.
Das heißt also gleiche Domain, URL oder IP-Adresse ist also die bevorzugte Variante. Dann noch Varianten bei der Datenbank. Ich sag, WordPress hat seine eigene Datenbank, das ist in der Regel eigentlich zu 99,9% oder eigentlich immer MySQL. Omnis kann ja, wie wir wissen, Gott sei Dank nahezu alles an Datenbanken verwenden, was es also gibt. Es gibt also dann die Möglichkeit, dass also Omnis auch auf die MySQL-Datenbank zugreift, die auch WordPress verwendet. Würde ich allerdings nicht raten. Ich habe es zum Beispiel zwar mal gemacht, lesend, das geht noch, aber schreiben würde ich es auf keinen Fall machen, weil man da eigentlich viel zu sehr dann also in die Domäne von WordPress eingreift. Zudem hat also WordPress dann also sehr eigene Art der Speicherung von Daten. Da werden also dann eben komplexere Daten werden nicht also in eigenen miteinander verknüpften Tabellen irgendwie hinterlegt, sondern da wird eben das Objekt in einen JSON-String gemappt und der wird dann in irgendeine Dingsbums-Option-Seite dann in eine Tabelle abgespeichert, eben als String. Funktioniert eigentlich recht flott, aber da würde ich dann von einer anderen Applikation als WordPress aus also nicht ranbauen. Umgekehrt ist es eigentlich genauso, dass also WordPress ebenfalls nicht in die Omnis-Datenbank schreiben kann, sollte, was ja dann eigentlich eine MySQL-Datenbank sein muss. Insofern ist eigentlich, sagen wir, der Regelfall, und was auch zu empfehlen ist, unterschiedliche Datenbanken. Wobei natürlich dann auch noch der Fall ist, dass also das WordPress auf die Omnis und Omnis auf die WordPress-Datenbank zugreifen kann, bedingt natürlich, dass die also auch im Netzwerk direkt erreichbar sind über Port 1433, MySQL-Server etc. Das ist dann wahrscheinlich also auch, sagen wir, in Firmen-Intranet-Umgebungen auch nicht immer unbedingt der Fall. Das heißt also getrennte Datenbanken. Die können dann die beiden Anwendungsdomänen Omnis und WordPress miteinander reden. Das geht wiederum relativ einfach, nämlich eben über Web Services. Und das hat der Christoph schon eben auch beschrieben. REST Web Services sind da also das Mittel der Wahl, denn Omnis kann also sehr gut mit REST Web Services umgehen, sowohl als Client als auch als Server. Und ab Version 4.7 hat also WordPress ebenfalls ein REST API integriert. Vorher gab es das als Plugin. Das aktuelle REST API, das also direkt integrierte, hat leider Gottes einen Nachteil. Es ist also eben mit Sicherheitsmechanismen versehen und nach meinen Recherchen die einzige Möglichkeit also für Authentifizierungen an eben der WordPress API ist eben OAuth, also diese Authentifizierungsmethode. Das heißt, die Einfachheit der Authentifizierung über Passwort, Benutzername geht leider nicht. Omnis unterstützt eben OAuth noch nicht. Deswegen muss man dann auf etwas anderes ausweichen, funktioniert aber genauso. Es gibt nämlich auch dafür ein Plugin, das nennt sich WP REST API. Das ist im Prinzip ein Vorläufer der integrierten Version und das erlaubt in Zusatz oder in Verbindung mit einem weiteren Plugin, Basic Out, da habe ich also überall die URLs hingeschrieben, wo sich das runterladen lässt. Damit kann dann eben kann man sich also mit Omnis als REST-Client bei WordPress authentifizieren. Muss natürlich vorher in WordPress ein User angelegt werden, mit dessen Credentials man sich dann anmeldet, eben für diese API-Zugriffe und dann geht das. Und damit wären wir eigentlich, eigentlich schon durch. Ich zeige das jetzt noch eben in der Demonstration, wie das also aussieht. Das war habe ich also hier einen Zugriff, der auch direkt vom Omnis JavaScript Client eben auf das REST API von WordPress geht, wo ich also entweder hier die ersten 10 Posts abfragen kann. Dann klicken wir mal auf REST.js. Jetzt haben
Da ist er. Hat etwas länger gedauert. Das ist jetzt eben der reine JSON-Text und hier habe ich dann mir eben noch die Mühe gemacht, das dann eben praktisch aufdröselt in eine Liste. Und das gleiche kann ich dann eben noch machen, indem ich also eine Liste der User abfrage. Dafür ist natürlich Authentifizierung notwendig, weil das ist schon eine ziemlich sensitive Geschichte. Man kann eben hier auch die User der Seite abfragen. Und jetzt last not least. Dann sind wir durch. Das sieht jetzt ebenfalls relativ unspektakulär aus. Das ist wieder eine REST-Abfrage, wo jetzt WordPress als REST-Client agiert und Omnis jetzt als REST-Server im Hintergrund, wo ich also unsere beliebte Music-Datenbank wieder abfrage, die also bei Schulungen verwendet wird und dann eben einfach einen Datensatz hier mit der ID 10 abfrage, das als JSON-Text zurückliefere und dann jetzt eben in WordPress darstelle. Das heißt also REST, Web Services in beide Richtungen, das ist letzten Endes der Weg, wie beide miteinander ganz easy kommunizieren können. That's it. Super, danke. Danke, Klaus.